Bonjour. Fast hätte ich ein spanisches Hola in die Welt geschickt, aber noch sind wir unverändert an der französischen Atlantikküste und das bleibt auch noch für eine gute Woche so. Aber wie weit südlich wir schon gekommen sind, das haben wir heute hier am Strand zum ersten Mal entdeckt, denn am Horizont können wir in Form der Pyrenäen zum ersten Mal schon Spanien sehen. Gerade vor 2 Tagen hat Steffis Schwester versucht, uns anzurufen und für uns war gleich klar, wenn sie versucht, uns anzurufen, da gibt es wohl irgendeinen familiären Notfall. Wir haben dann zurückgerufen, war leider tatsächlich so, aber was dann bei der Gelegenheit ganz süß war, dass sie halt gesagt hat, ja natürlich ging es um was Ernstes, sonst würde ich euch doch nicht im Urlaub stören. Na, es gibt halt Unterschiede zwischen Reisen und Urlaub und wir sind nicht gerade im Urlaub, sondern wir sind auf Reisen und insofern Gruß Bettina, du kannst uns jederzeit anrufen. Ja, bei 7 Monaten ist vom Urlaub zu sprechen auch eigentlich nicht so ganz richtig. Es ist ja eine Langzeitreise und Urlaub verbindet man ja eher, ich gehe nicht arbeiten, was wir auch nicht machen, aber man wird sich erholen und wieder neue Kraft schöpfen und sich auf den nächsten Arbeitsblock vorbereiten. Das ist beim Langzeitreisen halt nicht so, sondern wir wollen halt langsam einfach die Länder kennenlernen. Das erfordert aber mitunter auch viel Arbeit. Man muss sich vorbereiten, man muss seinen Alltag irgendwie im Ausland auf engen Raum organisieren. Man muss gucken, wo kriege ich das nächste Wasser her, wo kann ich das nächste Mal waschen. Das ist mitunter auch anstrengend und erfordert halt mitunter auch schon viel Planung. Ja, insofern das, was ihr in den Videos seht, das Reisen, das ist jetzt unser Alltag. Und wenn wir so wie jetzt gerade mal 2 Tage nichts tun, dann ist das wie Urlaub. Das ist das perfekte Beispiel. Eigentlich auch dieses Wochenende. Nach etwas mehr als einem Monat haben wir uns jetzt an diesem Wochenende gesagt, so Auszeit, wir relaxen einfach mal 2 Tage mit Nichtstun am Strand. Und als wir gestern Abend vom Sonnenuntergang zurückkamen, da hat Steffi tatsächlich so spontan so schön gesagt, hey, dieses Wochenende, das fühlt sich glatt wie Urlaub an. So ist das halt jetzt. Wenn wir mal nichts tun, haben wir Urlaub und wenn wir das tun, was ihr in den Videos seht, dann sind wir auf Reisen im Alltag. Ja, bevor wir losgefahren sind, wurde ich halt so von den Arbeitskollegen gefragt, oh Gott, aber wird das nicht langweilig und was macht ihr den ganzen Tag? Und es ist halt auch die Videos drehen, ist viel Arbeit. Also man muss halt vorher drehen, man muss dann alles schneiden, alles zusammensetzen, die Musik raussuchen, das hochladen. Das macht schon mitunter viel Stress auch. Man hat oft gar keine Zeit, irgendwas anderes zu machen und muss das halt trotzdem alles auch in seinen Alltag noch mit einbauen. Genau, aber unser Alltagsstress, der gilt erst wieder ab morgen. An diesem Wochenende, wie gesagt, Auszeit und wir relaxen weiter hier am Strand. Aber nicht, dass ihr denkt, dass das jetzt wirklich toller Stress ist. Es macht uns halt schon auch viel Spaß, sonst würden wir es nicht machen. Ja, ohne das würde glatt was fehlen, auch wenn viele andere Dinge dadurch hinten runterfallen. Aber unterm Strich, ja, macht eben auch Spaß.
Darling, on my mind though, you said it's alright, oh, didn't wanna leave you too. Your name in my head and I'm wondering if we meet again, hoping that I see you soon. Remember the night when the moon and the stars all line up for us, perfectly dancing, our feet on the grass. I held you in my arms. Oh, you and I were laying still, watching the sky. We only got the night. She took my hand and her name was Emily. 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 On my mind though, you said it's alright, oh, didn't wanna leave you too. Your name in my head and I'm wondering if we meet again, hoping that I see you soon. Remember the night when the moon and the stars all line up for us, perfectly dancing, our feet on the grass. I held you in my arms. Oh, you and I were laying still, watching the sky. We only got the night. She took my hand and her name was Emily. 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 Richtig aufmerksame Zuschauer, wie zum Beispiel Jana, Grüße, der entgeht ja gar nichts, wie wir mittlerweile festgestellt haben. Aufmerksame Zuschauer werden vielleicht sagen, hat er nicht am Anfang des Videos gesagt, sie bleiben noch eine Woche an der Atlantikküste und jetzt rennen sie hier in den Bergen rum? Ja und nein. Teile der Berge, die ihr hier in dem Video seht, sind immer noch Teil der Nouvelle Aquitaine, aber tatsächlich war es nicht der Plan, so ausgiebig hier zu sein. Eigentlich wollten wir noch ein bisschen am Meer bleiben. Ja, aber wie ich am Anfang des Videos schon sagte, Reisen bzw. Langzeitreisen bringt halt auch mal Schwierigkeiten mit sich. Und genauso ging es uns am Montag. Wir hatten uns eigentlich einen strategisch gut liegenden Stellplatz ausgesucht, der zwischen Bayonne und Biarritz lag. In Biarritz hatten wir gelesen, bloß nicht mit dem PKW reinfahren. Da haben wir gedacht, okay, mit dem Wohnmobil erst recht nicht. Und hatten dann halt einen ausgewählt, der so dazwischen lag, dass man Biarritz auch zu Fuß hätte machen können. Dann sind wir auch losgelaufen und haben dann nach 3 Kilometern festgestellt, bei 29 Grad, es ist einfach viel zu heiß, es ging keinerlei Wind und haben die Sache abgebrochen und sind dann zurückgegangen. Und der Stellplatz war jetzt auch, ich sag mal, nett formuliert, semi-optimal, war halt ziemlich dreckig, war krumm und schief. Also irgendwie da nett hinsetzen war auch irgendwie nicht so toll. Ja, wir konnten auch nichts dafür, dass wir uns den Stellplatz ausgesucht haben, weil das war tatsächlich der erste Stellplatz, seitdem wir mit Wohnmobilen überhaupt unterwegs sind, wo man die Katze im Sack gekauft hat, weil es ging eine scharfe Kurve hoch und dann einen Berg hoch und erst nach dem Gatter, wo man dann bezahlt hat und das Ticket geholt hat, erst da hat man den eigentlichen Platz gesehen und leider in die Tonne gegriffen. Am selben Tag wollte ich dann auch noch Gas tanken. Wir haben ja extra mittlerweile einen fest eingebauten Gastank, weil wir diese ganze im Ausland Tauscherei mit den Gasflaschen zu stressig fanden. Eigentlich ist es viel leichter mit einer fest eingebauten Gasflasche. Wir haben uns dann auch eine Tankstelle gesucht, haben, ich glaube, eine Viertelstunde gewartet, weil die Dame vor uns nicht nur Gas tankte, sondern auch noch Benzin und dann zwischendurch
in die Tankstelle rein musste. Das hat gedauert und als ich dran war, stieg ich aus und musste erstmal lesen, für Gastanken bitte in der Tankstelle melden. Bin ich dann auch hingegangen und da hielt man mir dann sofort ein vorbereitetes englisches Plakat hoch. Wir verkaufen Gas nur an gasbetriebene Fahrzeuge, nicht für Wohnmobile mit fest eingebauten Gastank. Weiterer Frustmoment und es ging dann leider am Dienstag so weiter mit Bayonne. Ja, wir sind halt in die Stadt gefahren, hatten uns mehrere Parkplätze ausgesucht, wo wir hätten parken können. Diese haben wir alle angesteuert, die waren komplett voll. Haben dann gesagt, okay, ein bisschen außerhalb der Stadt dann. Die waren zwar alle leer, aber da durfte man nicht mit Wohnmobil parken, dass wir dann gesagt haben, okay, schenken wir uns Bayonne und fahren woanders hin. Ja, unterm Strich haben wir das Gefühl gehabt, Biarritz, scheiße, Bayonne, scheiße. Und es war irgendwie auch nach diesen Tagen, an diesen, ihr habt das ja gesehen, unendlich weiten und menschenleeren Stränden, wie ein Kulturschock dann in so einer überlaufenden Stadt wie Biarritz, auch wenn wir sie ja nur gestreift haben, bevor wir umgedreht sind, rumzulaufen. Und dann haben wir uns einfach tatsächlich überlegt, alles nochmal auf Null, was machen wir jetzt? Und einen kleinen Schlenker in die Pyrenäen hatten wir ohnehin geplant und jetzt haben wir ihn ausgeweitet und einfach die Einsamkeit der Berge für eine Woche gesucht, um wieder die Kurve zu kriegen von diesen 1,5 etwas schwierigen Tagen. Ja, und bisher fühlt es sich zumindest an, als wenn wir es richtig gemacht hätten. Ja. Wir sind in Lourdes und Lourdes, glaube ich, sagt fast jedem Menschen auf der Welt etwas. Den genauen Hintergrund kannten wir aber auch noch nicht, warum das hier der Wallfahrtsort schlechthin in Europa ist. 1858 war es, als der 13-jährigen Bernadette, jetzt muss ich mal auf den Zettel schauen, Bernadette Soubirous, die heilige Jungfrau erschien. Insgesamt, lasst mich auf den Zettel schauen, 18 Mal erschien sie ihr und beim 9. Mal hat sie ihr gesagt, sie soll aus der Quelle Wasser trinken. Anfang März waren 1500 Menschen dabei, als die Jungfrau dem kleinen Mädchen wieder erschien. Nur das kleine Mädchen hat die Jungfrau gesehen, die 1500 nicht. Und trotzdem hat die Kirche 1862 gesagt, ja, diese Marienerscheinung ist wahr, hier ist ein heiliger Ort. Und seitdem gibt es den Mythos Lourdes. Mittlerweile ein Riesenkomplex in der Stadt, ein Riesenrummel mit Andenkenläden noch und noch. Auf jeden Fall 16.000 Menschen leben in dieser Stadt. Bis zu 6 Millionen Menschen kommen im Jahr her, darunter viele Todgeweihte, die auch heute noch hoffen, durch das Wasser und von der Quelle und durch all das Drumherum gesund zu werden oder zumindest Frieden mit sich und ihrem Schicksal zu finden. 7000 Wunderheilungen sind dokumentiert, davon aber nur ganze 7, also 0,1%, sind tatsächlich so gewesen, dass man auch aus medizinischer Sicht sagen musste, damit war nicht zu rechnen, dass es da eine Heilung gibt. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob die 0,1% es lohnen, wenn man todkrank ist, herzufahren.